Wie erstelle ich in Lime Survey eine Matrixfrage? Zunächst mal muss ich die Frage natürlich hier irgendwo einsortieren. Da gehe ich auf meinen Fragen Explorer und sage dann Frage zu der bestehenden Gruppe hinzufügen. Dann nenne ich die, bzw. definiere ich einen Code für die Frage. Sage ich einfach mal F4 und dann muss ich hier beim Fragentyp eben den Matrix-Typ auswählen. Das ist hier ziemlich weit unten, Matrix. So, dann muss ich natürlich eine Frage erstmal formulieren. Die Frage selber ist hier bei der Matrixfrage übergreifend. Das heißt, da kann ich sowas eingeben, wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Und dann gehe ich auf Speichern und Schließen. So, und jetzt wurde die Frage erfolgreich hinzugefügt. Ich muss aber jetzt, das steht hier auch als Warnung, sowohl Antwortoptionen hinzufügen als auch Teilfragen. Schauen wir uns das mal an. Und zwar sieht man das hier auch hier oben. Kann man die Teilfragen bearbeiten und hier kann man die Antwortoptionen bearbeiten. Wir starten mal mit den Teilfragen. Die Teilfragen sind, wie der Name sagt, diese einzelnen Fragen oder die einzelnen Aussagen in dem Fall, die die Befragten bewerten sollen. Also ich sage hier einfach mal Aussage 1, die würden Sie dann da hinschreiben. Und da wird als Code dann hier vergeben SQ001, das kann man so lassen. Und dann kann man hier auf Plus gehen und dann entsprechend wieder die nächste Aussage da einfügen und so weiter. Speichern und schließen. Der zweite Schritt ist dann die Antwortoptionen hinzuzufügen. Da kann ich also jetzt eingeben, wie können denn die Befragten diese einzelnen Items, diese einzelnen Teilfragen bewerten. Und da kann ich zum Beispiel sowas wie machen wie Stimme voll und ganz zu. Nächster Punkt, Stimme zu und so weiter. Hier noch ein kleiner Tipp, es lohnt sich immer, statt A1 dort nur 1 und 2 hinzuschreiben, damit die Variable dann in Ihrer Statistiksoftware, zum Beispiel Stata, dann als numerische Variable erkannt wird. Das Ganze speichern und schließen und damit haben wir die Matrixfrage auch schon erstellt. Schauen wir uns mal die Fragenvorschau an. So sieht die Fragenvorschau jetzt aus. Wir haben hier oben diese Gesamtfrage, wie stark stimmen Sie den folgenden Aussagen zu? Dann haben wir unsere Teilfrage 1, Teilfrage 2 und die Leute können hier jeweils antworten, wie stark sie dort zustimmen. Soweit zur Matrixfrage.